Willkommen bei der Leckerli Show mit mir, Florian Strelitz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend und schauen einmal auf das EU-Parlament. Oder wie Emmanuel Macron sagen würde, natürlich respektiere ich jede Entscheidung, die vom EU-Parlament getroffen wird. Denn es ist seit meinem ersten Tag als französischer Präsident mein Ziel, Europa nicht nur zu reformieren, sondern vor allem moderner und demokratischer zu machen. Halt nur von oben herab, wie es alle großen Staatsmänner seit Stalin, Genghis Khan und Stefan Effenberg machen. Das ist übrigens auch der einzige Deutsche, dem ich vertraue. Wem ich aber nicht vertraue, ist der Ex-EVP-Spitzenkandidat Manfred Hü. Denn was ist denn das bitteschön für ein demokratischer Prozess, wo Wähler über meine Spitzenkandidaten entscheiden? Oh mon Dieu, das ist nicht fair und geht eben nicht mit moi. Denn wie sagte ich bereits so schön letzte Woche in einem Hinterzimmer, Le Parlement de lui, c'est moi. Dabei ist das EU-Parlament mittlerweile eines der wichtigsten Organe der EU, denn es ist die Legislative der Europäischen Union. Und als diese hat das Europäische Parlament in ihrer letzten Legislaturperiode fast 350 neue Gesetzesvorschläge verabschiedet, die dann von den nationalen Parlamenten umgesetzt wurden. Sei es die abgeschafften Roaminggebühren beim Telefonieren mit dem Handy im Ausland. Oder die sogenannte Portabilitätsverordnung, schön, dass mein alter Pornoname immer noch verwendet wird, die in diesem Fall grenzüberschreitendes Fernsehen im Internet erleichtert. Gerade das merken vermutlich tagtäglich Dutzende Europäer, die eine Folge von The Voice beim Autofahren schauen und die Grenze überschreiten, nicht weil sie gegen eine Mauer fahren. Oder dass wir bald nicht mehr die Uhren umstellen müssen. Was wiederum eigentlich nur ein Schlag der EU war gegen die kriminelle Uhrenmafia aus Belgien, die bekanntlich nur Luxusuhren verkauft, bei denen man erst gar nicht die Zeit einstellen kann. Deshalb ist es jetzt auch gerade 3:44 Uhr auf meiner Patek Rolex Glashaus Kinder Mickey Maus Uhr. Und natürlich das Meisterwerk, das es sogar in die Jahresausgabe von Lobby Today, auch du kannst die Demokratie unterwandern, geschafft hat, nämlich die neue europäische Urheberrechtsreform, die so Schreckliches bedeutet wie das hier. Und erwischt. Aber genauso scheiße wie der Rick Astley Song ist letztlich auch die neue Urheberrechtsreform. Auch wenn das EU-Parlament ein ziemlich bunt zusammengewürfelter Haufen ist, funktioniert es trotzdem. Denn auch wenn wir bei der letzten Europawahl zwar einzelne Parteien und Kleinstparteien dank der zum letzten Mal fehlenden Sperrklausel dorthin geschickt haben, organisieren sich die Parteien dann in Fraktionen. There are currently 8 political groups in the Parliament. The two largest are the European People's Party and the Socialists and Democrats. Some political groups represent a European political party. Others are coalitions of different European parties, national parties and independent MEPs. Each parliamentary group must have at least 25 MEPs, coming from at least 25% of the EU member states. Each political group appoints its own chair, vice chairs and secretariat. MEPs are seated in the hemicycle by political group from left to right. Und dabei achtet die AfD natürlich auch darauf, ganz weit außen rechts zu sitzen. Was meistens komischerweise dazu führt, dass sie sich dann alle demonstrativ in den Plenarraum rechts zum EU-Parlament setzen. Und genau deshalb sieht man die so selten in Brüssel. Oder weil sie einfach lieber nur das Geld abgreifen und gleich zu Hause bleiben. Oder, noch weiter gedacht, sie einfach ihre Wandertage dieses Jahr in der Klapse schon ausgereizt haben. Parteien wie die AfD finden sich dann unter anderem in der EFDD, die sich zwar selber Europa der Freiheit und der direkten Demokratie nennt, aber dazu muss man auch sagen, dass auch die NSDAP sich Sozialistische Arbeiterpartei nannte. Und da war nichts sozialistisch dran und arbeiten mussten nur die Zwangsarbeiter. Oder, Verena Balsen? In der EFDD sind auch Parteien wie die sogenannte Brexit-Partei unter Nigel Farage, den man hier sehen kann, wie er allen zeigt, was er sich abends immer in den Popo steckt. Also nicht den Daumen, sondern das kleine britische Fähnchen rechts im Bild. Um aber die Arbeit des EU-Parlaments noch demokratischer zu machen, hat dann das EU-Parlament 2014 das hier gemacht. The 2014 European elections gave voters something new to consider, a Spitzenkandidat or a lead candidate.
When citizens went to the polls, they decided more than just their members of parliament, they also had a say in who'd head the next European Commission. The lead candidate method, based on the EU treaty, was the brainchild of the European Parliament, which wanted to make the choice of Commission President more democratic and transparent. Before 2014, the Commission President was nominated by EU leaders. Und immer wieder schön zu sehen, dass mit Spitzenkandidat auch mein zweiter Pornoname immer noch in Europa erfolgreich ist. 2014 hat das dazu geführt, dass Jean-Claude Juncker sich gegen die anderen Spitzenkandidaten durchsetzte. Richtig knapp war aber nur das Rennen zwischen Jean-Claude Juncker und seinem Gegner aus der Allianz der europäischen Konservativen und Reformer. Denn dabei musste er gegen einen leeren Stuhl antreten. Da es die Konservativen und Reformer scheinbar als revolutionär ansahen, einfach niemand zu nominieren. Bestes Plakat vom Stuhl in der Wahl: Sitzen ist gut für den Arsch. Und was 2014 funktionierte, sollte am Ende nun auch 2019 funktionieren. Oder? Sagen wir, dass die Europäische Volkspartei mit dem gemeinsamen Wertefundament stärkste Kraft in diesem Europa werden muss, damit Manfred Weber Präsident der Europäischen Kommission werden kann. Und ich darf Ihnen sagen, ich werde mich mit allem, was ich kann, dafür einsetzen. Herzlichen Dank. Doch die Hilfe kommt zu spät. Sein mächtigster Gegner, der französische Präsident, hatte sich bereits auf Weber eingeschossen. Der kommende Kommissionspräsident muss die nötige Fähigkeit und Glaubwürdigkeit haben, um die ehrgeizige Agenda durchzusetzen. Macron und andere Spitzenpolitiker lehnen den Bayern ab. Daran ändert auch nichts, dass die EVP bei der Wahl stärkste Fraktion wird. Und ich denke, der auffälligste Hinweis darauf, dass Manfred Hu es nicht schaffen konnte, war spätestens, als ihn Angela Merkel ihr vollstes Vertrauen aussprach. Aber nicht nur wegen Emmanuel Macron ist Manfred Hu gescheitert, sondern vor allem, weil die EVP mit ihm einen CSU-Kandidaten ins Rennen geschickt hatte, den niemand in Brüssel kannte. Ja, selbst nicht in Bayern und noch nicht einmal in der CSU selber. Jemanden, der eine Präsenz hat, wie der berühmte Candyman, der auch nur erscheint, wenn man seinen Namen dreimal vor einem Spiegel sagt. Und nur anhand der Tatsache, dass ich den Film nicht kenne und nur den Titel sehe, schätze ich mal, dass Candyman ein Kinderfilm ist, bei dem jeder, der den Candyman dreimal ruft, überschüttet wird mit Candy und dann später mit 96 an Diabetes stirbt. Nur ist das mit dem Spitzenkandidaten Manfred Hu eben auch so gewesen, denn der wurde erst ein paar Wochen vor der Wahl gerufen. Noch nicht einmal mit Absicht, sondern nur aus Versehen, nämlich so: Kenne ich einen Manfred Weber? Manfred Weber. Manfred Weber. Und zack, war er da. Und obwohl er das Rennen gegen Franz Timmermans von den Sozialdemokraten gewonnen hatte und obwohl er übers Land gezogen und sich präsentiert hatte, wurde er als Spitzenkandidat eben nicht EU-Kommissionschef, sondern das wurde wieder einmal in den Hinterzimmern von den Regierigen entschieden. Und wie das am Ende genau dazu kam, liegt uns weltexklusiv als Dia-Show vor. Ich weiß nicht, warum weder die FAZ noch der Tagesspiegel oder das Bussi-Bär-Magazin dies nicht veröffentlicht haben. Vermutlich, weil sie nur Angst haben vor der Wahrheit. Deshalb holen wir alle mal das Popcorn raus und schauen sie uns an. Hier auf dem ersten Dia sehen wir Emmanuel Macron, wie er den Parlamentariern in Königsmund klar macht, was er von der Idee des Spitzenkandidatenprinzips so hält. Dafür nimmt Ursula von der Leyen Manfred Weber erst einmal ganz lieb in den Arm, um ihn scheinbar zu trösten. Nur ihm dann ein Messer in den Bauch zu rammen. Dabei flüstert sie ihm noch liebevoll ins Ohr: Grüß mir den Horst, das ist wegen der Pkw-Maut der Obergrenze und für die zweite Staffel von Dark. Die Angela vergisst nie. Während hier Emmanuel Macron noch einmal explizit darauf hinweist, was er von dem Posten des EU-Kommissionschefs im Generellen hält. Um dann Ursula von der Leyen unter die Arme zu nehmen, um sie endlich wegzubekommen von der Bundeswehr. Und hoffentlich lässt er sie dann eines Tages genauso fallen wie von der Leyen die Bundeswehr. Hier sieht man nun Manfred Weber, wie er sich für seine Heimreise bereit macht und sich noch bei den 3 schlechtesten Schauspielern aus Game of Thrones verabschiedet. Um dann zur schwarzen Festung im CSU-schwarzen Bayern zu reiten, begleitet von Elmar Brok und Günther Oettinger, damit er auch wirklich nicht noch einmal zurückreitet. Wo bereits
Frans Timmermans auf Manfred Weber wartet. Damit sie dann beide sich gemeinsam dem freien Volk der Bayern im hohen Norden von München, aber noch im Süden von Nürnberg anschließen können. Und auf dem letzten Dia noch abschließend ein trauriger Blick zurück von Manfred Weber. Aber fast genauso traurig, wie als dann Ursula von der Leyen zur neuen EU-Parlamentspräsidentin gewählt wurde. Was aber noch einmal knapp war, wie man hier sehen kann. Und noch einmal erwischt. Dabei muss sich auch die EVP an die eigene Nase fassen, denn bei der Nominierung von Manfred Weber sollte jedem in der EVP klar gewesen sein, dass er im politischen Geschäft nur ein Leichtgewicht war. Das hätte man als EVP besser machen können. Leider hätte man das nicht googeln können, denn alle How-to-Spitzenkandidat-Videos wurden da schon von YouTube wegen der kommenden Urheberrechtsreform gelöscht. Das Spitzenkandidatenprinzip sollte mehr Demokratie nach Brüssel tragen. Aber so hat es der gepriesene EU-Reformer Emmanuel Macron feierlich beerdigt. Und das ist das eigentlich Peinliche hier. Das war's von uns für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.